diesem Video zeige ich dir 2 Methoden zur Unterbodenreinigung. Es ist wieder soweit, die kalte Jahreszeit kommt und damit auch Streusalz und andere oxidierende Substanzen, die dafür gemacht sind, den Boden frostfrei zu halten. Diese Substanzen lagern sich natürlich auch gerade am Unterboden ab und sind fürs Auto sehr, sehr schädlich. Deswegen ist gerade im Winter eine regelmäßige Unterbodenwäsche sehr zu empfehlen. Mindestens einmal sollte man es zwischendurch machen, um einfach den ganzen Schmutz und den Salz zu entfernen, um Korrosion, Oxidation und Defekte zu vermeiden. Und deswegen starten wir auch direkt durch. Prüfe am besten als allererstes, ob dein Fahrzeug eine Wagenheberfunktion hat, ob es ein Luftfahrwerk hat, also ob irgendwas im Menü ausgeschaltet werden muss. Im Zweifel lies im Bordhandbuch nach oder frag den Hersteller. Anschließend sollte alles ausgeschaltet werden, falls nötig, denn wir arbeiten hier mit einem Wagenheber, einfach damit wir mehr Bodenfreiheit bekommen, damit wir besser rankommen. Achtung, eine richtig intensive Unterbodenwäsche findet auf einer Bühne statt. Hier geht es wirklich um eine Unterhaltspflege, um den groben Schmutz zu entfernen. Wer wirklich aufs Ergebnis gehen will, braucht eine Bühne, muss den Wagen hochfahren und darunter nass arbeiten. Wir verwenden hier einen sehr hochwertigen Wagenheber, damit wir das Auto auch gut hochpumpen können und das Auto stabil steht, mir nicht runterrutscht und auch den Hochdruckreiniger aushält, ohne vom Wagenheber zu rutschen. Von daher hier an der Stelle sparen ist vielleicht auch nicht so schlau. Wenn du keinen Wagenheber zur Verfügung hast oder eine Waschbox das machst, dann musst du damit arbeiten, wie es geht. Je nach Fahrzeug geht das auch mal ohne Wagenheber. Bei einem SUV ist es natürlich leichter als bei einem tieferen Fahrzeug oder gar einem Sportwagen. Als allererstes kerche ich gründlich die Radkästen aus. Da gebe ich mir besonders viel Mühe, auch hinten im Bereich der Fahrwerksfedern und auch im Bereich der Achsaufhängung ranzukommen, damit ich da den Schmutz auch mal löse, den man sonst bei der normalen Wäsche nicht entfernen kann. Dann geht es schon mal an den Unterboden. Ich entspüle ist auch ein schönes Wort. Ich spüle einmal den groben Sand und den groben Dreck ab und wir sehen, da geht schon eine ganze Menge runter. Der Unterboden sieht selbst nach diesem Schritt schon ziemlich gut aus. Wie du gesehen hast, ist das relativ anstrengend. Ich muss mich nach vorne bücken, ich muss mich die Lanze irgendwie hochhalten, kriege nicht einen perfekten Winkel. Von daher gibt es spezielle Unterbodenlanzen. Wir haben hier ein relativ einfaches Modell, das wir nochmal mit einem Gummipuffer geschützt haben, damit es sich nicht so schnell abreibt. Heute habe ich echt Wortsalat und arbeiten dann damit. Das klipsen wir einfach an unseren Hochdruckreiniger an und können das dann über den Boden fahren und haben so den optimalen Winkel, perfekte Arbeitsergonomie und spülen so gründlich den Unterboden ab. Wechsel auch regelmäßig mal die Position, damit du wirklich perfekt rankommst. Also jetzt arbeite ich hier vom Heck des Fahrzeugs aus und dann natürlich auch später von der anderen Seite. Dann wechseln wir den Wagenheber, gehen auf die andere Seite, aber führen erstmal alle Schritte auf dieser Seite aus. Nach dem ersten Abspülen sprühen wir den ganzen Unterboden mit einem Intensivreiniger ein. Der kann hier wirklich intensiv sein, denn wir wollen den Schmutz lösen, wir wollen das Salz lösen und deswegen keine falsche Scheu, also nicht zu mild rangehen. Nutze ruhig einen Intensivreiniger. Wir verlinken den verwendeten unten im Video. Alternativ, falls du keine Lanze hast, die direkt den Schaum ausbringen kann oder keine Foam Gun, kannst du auch einen Schaumsprüher benutzen oder auch einfach eine Handpumpe. Hier ist natürlich ein Gerät mit einer Handlanze effektiv, damit du an den Unterboden gut rankommst und die Flasche nicht über Kopf halten musst. Auch dann nach entsprechender Einwirkzeit geht es weiter. Erstmal abspülen in den Radkästen, da besonders gründlich arbeiten, auch ein bisschen hingucken, gerne eine Lampe verwenden, dass wirklich der grobe Schmutz oder der ganze Schmutz im Idealfall ausgespült wird. Und dann geht es wieder in den Unterboden. Wir verwenden unsere Unterbodenlanze und fahren gründlich vor und zurück. Zwischendurch gucken wir mal an den Unterboden, gucken mal runter, ob alles an Schaum entfernt wurde und ob der Unterboden sauber ist. Im Falle von extremer Salzverschmutzung können wir noch einen Wasserfleckenentferner, verlinken wir euch auch unten im Video, verwenden. Oder aber wir wiederholen einfach das Einschäumen, falls noch sehr viel grober Straßenschmutz, Dreck oder normaler Schmutz von der Straße am Unterboden ist. Das habe ich jetzt zweimal sehr schön umschrieben und zweimal das gleiche gesagt. Dann wird der Wagen runtergelassen, ab auf die andere Seite und wir wiederholen den Vorgang auf der anderen Seite, bis wir auch dort mit dem Ergebnis zufrieden sind. Je empfindlicher das Fahrzeug ist, desto öfter sollte diese Reinigung durchgeführt werden. Wenn du natürlich einen Oldtimer hast oder einen Youngtimer, der wirklich sehr zur Korrosion neigt, dann solltest du gucken, dass du irgendwo eine Möglichkeit findest, das regelmäßig zu machen. Bei modernen Fahrzeugen würde ich sagen, einmal wirklich mitten im Winter, wenn wir so einen richtigen Streusalzwinter haben, weil ganz viel gestreut wird, weil es viel geschneit hat, viel gefroren hat. Ansonsten mindestens einmal nach dem Winter. Wenn es gar nicht anders geht, es gibt ein paar Waschboxen, die haben ein Unterbodenprogramm. Und wenn wirklich alle Stricke reißen und du ein empfindliches Fahrzeug hast, bevor du Schäden am Unterboden riskierst, fahr halt einmal durch die Waschstraße. Das wird deinen Lack nicht töten, aber den Unterboden macht es einmal sauber. Optimalfall ist natürlich eine Reinigung wie hier. Diese Unterbodenadapter, diese Unterbodenlanzen gibt es für alle Hochdruckreiniger. Da musst du dich nur noch informieren, wo du eine Unterbodenwäsche durchführen kannst. Und dann steht einem korrosionsfreien, sauberen Unterboden nichts mehr im Weg. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.